Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. In der digitalen Welt begegnen uns Nachrichten überall, sei es in sozialen Medien, auf Nachrichtenseiten oder in privaten Chats. Doch nicht alles, was wir lesen, entspricht der Wahrheit. Falschnachrichten, also gezielt verbreitete oder unabsichtlich weitergegebene Fehlinformationen, sind ein ernstes Problem unserer Zeit. Wie können wir sie erkennen? Welche Folgen haben sie und was können wir dagegen tun? Diese Fragen werde ich heute mit 2 Experten besprechen. Ich begrüße herzlich unsere Gäste: Dr. Anna Weber, Medienwissenschaftlerin mit Schwerpunkt digitale Kommunikation, und Herrn Tobias Schmidt, Journalist und Experte für investigative Recherche. Guten Tag. Guten Tag. Frau Dr. Weber, lassen Sie uns direkt einsteigen. Wie verbreiten sich Falschnachrichten und warum sind sie so erfolgreich? Vielen Dank für die Einladung. Falschnachrichten verbreiten sich insbesondere über soziale Medien sehr schnell. Das liegt daran, dass sie oft starke Emotionen wie Angst, Wut oder Überraschung auslösen. Studien zeigen, dass emotional aufgeladene Inhalte eher geteilt werden, ohne dass die Nutzer die Quelle hinterfragen. Die Algorithmen der Plattformen verstärken diesen Effekt, indem sie Inhalte bevorzugt anzeigen, die viele Reaktionen hervorrufen. Darf ich da kurz einhaken? Ein weiteres Problem ist, dass Falschnachrichten oft in geschlossenen Gruppen geteilt werden, wo sie kaum überprüft werden können. Dadurch entstehen sogenannte Echokammern, in denen sich Gleichgesinnte gegenseitig bestätigen, ohne kritische Gegenstimmen zu hören. Ja, genau. Das verstärkt die Polarisierung der Gesellschaft. Wenn Menschen nur noch Nachrichten konsumieren, die ihre bestehenden Meinungen bestätigen, fällt es ihnen schwerer, alternative Perspektiven zu akzeptieren. Herr Schmidt, wie sehen Sie das? Welche Auswirkungen haben Falschnachrichten auf unsere Gesellschaft? Ich stimme Frau Dr. Weber zu. Die Folgen sind gravierend. Falschnachrichten können die öffentliche Meinung manipulieren, politische Wahlen beeinflussen oder Menschen sogar in Gefahr bringen. Ein Beispiel ist die Corona-Pandemie. Verschwörungstheorien und Fehlinformationen über Impfstoffe haben dazu geführt, dass sich viele Menschen nicht impfen ließen. Das hatte direkte Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Ein weiteres Beispiel ist der sogenannte Pizzagate-Skandal in den USA, bei dem fälschlicherweise behauptet wurde, eine Pizzeria sei in einen Kinderhändlerring verwickelt. Ein bewaffneter Mann stürmte daraufhin das Restaurant. Oder denken wir an Falschmeldungen über Wahlen, die das Vertrauen in demokratische Prozesse untergraben. Ein weiteres Beispiel betrifft die Wirtschaft. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem falsche Informationen über den Börsenwert eines Unternehmens verbreitet wurden, was zu starken Kursschwankungen führte. Solche gezielten Falschmeldungen können erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Gibt es auch positive Aspekte der freien Informationsverbreitung, Frau Dr. Weber? Die schnelle Verbreitung von Informationen hat durchaus Vorteile. Sie fördert eine größere Meinungsvielfalt und gibt den Bürgern die Möglichkeit, sich unabhängig von traditionellen Medien zu informieren. Allerdings ist es entscheidend, kritisch zu hinterfragen, was man liest. Das stimmt, aber es bringt auch Verantwortung mit sich. Jeder kann heutzutage Nachrichten verbreiten, aber nicht jeder ist sich der Konsequenzen bewusst. Welche Herausforderungen gibt es im Kampf gegen Falschnachrichten, Herr Schmidt? Ein großes Problem ist, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie Informationen überprüfen können. Zudem sind Falschnachrichten oft so gestaltet, dass sie glaubwürdig erscheinen. Soziale Medien haben Schwierigkeiten, jede falsche Information sofort zu erkennen und zu entfernen. Einige Plattformen ergreifen Maßnahmen gegen Fake News, setzen sie aber nicht konsequent durch. Oft sehen Nutzer nur die Schlagzeile und verbreiten sie weiter, selbst wenn die Nachricht als falsch gekennzeichnet ist. Welche Strategien sind am effektivsten, um sich vor Falschnachrichten zu schützen? Medienkompetenz ist der Schlüssel. Man sollte Nachrichten kritisch hinterfragen, Quellen überprüfen und mehrere seriöse Informationsquellen vergleichen. Faktencheck-Websites sind ebenfalls hilfreich. Genau, ich empfehle, auf die Struktur von Artikeln zu achten.
Seriöse Nachrichten enthalten mehrere Quellen, während Fake News oft vage Formulierungen wie Experten sagen oder eine Quelle behauptet nutzen, ohne Beweise zu liefern. Was können Journalisten und Medienunternehmen tun, um das Problem einzudämmen? Sie sollten Transparenz fördern, ihre Quellen offenlegen und aufklären, wie sie recherchieren. Auch soziale Netzwerke müssen Verantwortung übernehmen und bessere Mechanismen zur Bekämpfung von Fake News entwickeln. Zudem sollten Wissenschaftler und Experten aktiv in öffentlichen Diskussionen mitwirken, um falsche Informationen zu widerlegen. Haben Sie konkrete Tipps für unsere Zuhörer, um Falschnachrichten zu erkennen? Ja. Erstens, prüfen Sie, wer die Nachricht veröffentlicht hat. Zweitens, achten Sie auf das Datum. Oft werden alte Meldungen aus dem Zusammenhang gerissen. Drittens, nutzen Sie Faktencheck-Websites wie Correctiv oder Mimikama. Und wenn eine Nachricht besonders schockierend oder emotional ist, sollte man besonders vorsichtig sein. Am besten gibt man sie in eine Suchmaschine ein und prüft, ob etablierte Medien darüber berichten. Und niemals ungeprüft weiterleiten. Vielen Dank für diese wertvollen Hinweise. Falschnachrichten sind eine ernsthafte Herausforderung, aber es gibt wirksame Gegenmaßnahmen. Vielen Dank, Frau Dr. Weber und Herr Schmidt, für diese spannende Diskussion. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Damit verabschieden wir uns für heute. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie informiert und bis zum nächsten Mal.